Einzelne Elektro-Lkw haben die meisten mittlerweile längst gesehen. Aber eine Tour nur für Elektrolastwagen, sowas hat es noch nicht gegeben. Unter dem Titel E-Truckathon hatte E.ON zu einer speziellen Tour nach Hannover eingeladen. 12 E-Lastwagen aus dem gesamten Bundesgebiet gingen an den Start, so auch Gruber Logistics mit einem elektrisch betriebenen Scania P230. Große Freude denn auch beim Veranstalter E.ON, dass sich so viele Unternehmen an der Tour beteiligten. Wir wollten, dass E-Trucks sichtbar werden, dass wir in Deutschland gemeinsam zeigen, hey, es sind unsere Unternehmen, es sind unsere Logistiker, die das Thema elektrischen Straßenverkehr, elektrischen Transport unterstützen. Dementsprechend haben wir eine Einladung gestartet und sind von der Resonanz überwältigt gewesen. Wir freuen uns riesig, dass ihr als Gruber uns begleitet, um wirklich öffentlichkeitswirksam zu zeigen, Elektromobilität im Truck-Bereich ist hier. Im normalen Alltag wird der Scania von Gruber Logistics bei Siemens am Standort in Leipzig eingesetzt. Die Reichweite des Elektro-Scania beträgt 250 Kilometer und er bewährt sich bestens im täglichen Einsatz. Berufskraftfahrer Marco Böhmfeld stand bei der imposanten Tour deshalb mächtig unter Strom und er schildert uns seine ersten Erfahrungen mit dem Neuling im Fuhrpark. Meine erste Fahrt mit dem Truck war super. Es ist sehr angenehm, sehr ruhig, dort mit unterwegs zu sein. Es ist überraschend, die Leistung sofort abrufen zu können. Und ja, von daher, also bin durchaus begeistert, auch für die Möglichkeit mit der Rekuperation, was ich an Leistung dadurch der Batterie wieder zufügen kann während der Fahrt, ohne irgendwas einsparen zu müssen. Die Reichweite ist am Standort Leipzig nie ein Problem. Eine Ladesäule befindet sich sogar auf dem Siemens-Gelände. Innerhalb eines Jahres wird der Scania so rund 60.000 Kilometer emissionsfrei zurücklegen. Für den Fahrer selbst sind die Touren mit dem Elektro-Scania ein Genuss. Laute Fahrgeräusche wie im Diesel-Lkw gehören der Vergangenheit an. Also das allererste, was mir sehr aufgefallen ist, ist wirklich die Lautstärke im Fahrzeug selber. Dadurch, dass es ja ein Scania ist. Scania ist doch eigentlich sehr bekannt durch die lauten Motoren. Das Klackern des V8s, was viele sehr mögen, das fehlt hier gänzlich. Also man hört nur dadurch, dass es ein Planenaufbau ist, die Plane wirklich, die Bewegung nimmt man wahr. Also die Geräuschkulisse. Und ansonsten ist es kein Geräusch zu hören. Das ist wirklich das, was wirklich hervorsticht. Schon die IAA Transportation hat gezeigt, wie groß das Angebot an batterieelektrisch angetriebenen Lkw mittlerweile ist. Alle Nutzfahrzeughersteller haben E-Antriebe im Angebot. Vor allem im Fernverkehr aber bleiben viele Speditionen skeptisch. Fehlende staatliche Subventionen trüben das Interesse am Elektroantrieb. Bemängelt wird ebenso die fehlende Ladeinfrastruktur. Wie sieht das Marco Böhmfeld aus Sicht eines Berufskraftfahrers? Wenn man heutzutage in die ganzen Apps schaut, es gibt sehr viele Lademöglichkeiten, die einem angezeigt werden, die aber für PKWs ausgelegt sind. Das Fahrzeug ist jetzt nicht wirklich sehr groß, aber schon zu groß, um die PKW-Ladeplätze anfahren zu können. Es gibt ganz wenige reine Lkw-Ladezapfsäulen. Und wenn man dadurch dann gezwungenerweise an den Pkw-Ladeplätzen laden muss, wird man derzeit noch bestraft mit Strafzahlungen, dadurch, dass ich Plätze blockiere an den Ladepunkten. Da muss ganz dringend was getan werden. Das ist, ich sag mal, das A und O, um überhaupt mit so einem Fahrzeug sicher und vernünftiges einsetzen zu können über längere Strecken. Schon innerhalb der nächsten 2 Jahre wird Gruber Logistics seinen Fuhrpark um 50 E-Lkw erweitern. Ergänzend plant der Logistiker, eine eigene Ladeinfrastruktur für die Elektrofahrzeuge aufzubauen.